Ellen Whites Arbeit in Australien und Neuseeland war weitestgehend Pionierarbeit. Asan Haskell und sein Team waren zwar bereits einige Jahre zuvor angekommen, ein großer Teil der Arbeit war jedoch noch nicht erledigt. In diesem Land betraten sie ein noch unentdecktes Feld und eröffneten Schulen, Kirchen, Sanatorien und Verlage. Die Mitgliederzahl war klein, aber die Vision groß. Ellen White erwähnte Australien bereits 1874, als sie schrieb: Die Botschaft wird kraftvoll nach Oregon, nach Europa und nach Australien gebracht werden. 17 Jahre später, im Alter von 64 Jahren, kam sie in Australien an. Das erste Team hatte ursprünglich in Sydney angedockt, aber sie zogen weiter, bis sie sich in Melbourne niederließen. Melbourne gilt als der wahre Geburtsort des Adventismus in Australien. Auch Ellen White siedelte sich nach ihrer Ankunft hier an. Mitte 1892 schickte sie eine Nachricht an den Generalkonferenzpräsidenten A.G. Daniels, dass eine Schule zur Erziehung der Jugend gegründet werden sollte. Diese Botschaft war sowohl willkommen als auch beunruhigend. Wie könnte eine Kirche, die so klein und so arm an weltlichen Gütern ist, das erreichen? Sie gründeten die Australasiatische Bibelschule in 2 gemieteten Häusern auf der St. George's Terrace in der St. Kilda Road. Im ersten Semester hatten sie zwischen 25 und 50 Studenten. Später wuchs die Schule und man fügte ein 3. Haus hinzu. Dann zog die Schule in den Norden von Currambong, aber ihre Wurzeln blieben hier. Schon früh wurde mit der Verlagsarbeit begonnen und ein Gebäude an der Ecke von Ray und Scotchmer diente sowohl als Unterkunft als auch als Verlag. Die erste Ausgabe von The Bible Echo and Signs of the Times wurde im Januar 1886 veröffentlicht. Später kauften sie hier in der Best Street für 1.400 US-Dollar eine Immobilie und errichteten ein 3-stöckiges Gebäude. Der Verlag blieb dort, bis er 1905 nach Warburton umzog, wo er bis heute ist. Ein wesentlicher Bestandteil, um die Botschaft an neuen Orten zu verbreiten, war, dass unsere frühen Pioniere das beste Kommunikationsmittel für genau diese Aufgabe nutzen wollten. Hier in den Edinburgh Gardens hielten sie die ersten Zelttreffen ab, wo später auch die erste Adventkirche in der südlichen Hemisphäre errichtet wurde, die North Fitzroy Seventh-day Adventist Church. Eine andere Arbeit, mit der sie früh begannen, war die Gründung einer Bio-Lebensmittelfirma. Diese wurde als Sanitarium Health Foods bekannt und wurde 1898 in der Clark Street in Northcote, Melbourne gegründet. Ellen White hatte dies nachdrücklich unterstützt, ebenso wie den späteren Umzug des Unternehmens von Avondale nach Melbourne, damit die Studenten dort arbeiten konnten. Heute ist Sanitarium Foods eines der größten Bio-Lebensmittelunternehmen der Welt und ist überall in Australien für seine große Auswahl an Produkten bekannt, insbesondere für das Top-Produkt Weet-Bix. Die finanzielle Unterstützung, die durch das Sanitarium an die Kirche ging, steht in Einklang mit den Anweisungen, die Ellen White über die Arbeit mit Bio-Lebensmitteln gab. Dass es Gottes Geschenk an sein Volk ist und die Profite genutzt werden sollten, um das Leid der Menschheit zu lindern. Dies ist vielleicht die beste Illustration dieser engen Zusammenarbeit überall auf der Welt. Und so begann die Arbeit der Kirche mit einem ganzheitlichen Fokus. Evangelisation, Gemeindegründung, Bildung, ein Reformhaus, ein Verlag und das Sanatorium. Obwohl die Kirche am Anfang nur wenige Mitglieder hatte, hatte sie viele Dimensionen. Sie arbeiteten hart und wollten dem Rat, den Gott ihnen gegeben hatte, folgen. Auch wenn sie nur wenig Geld hatten. Ich denke, dass wir uns heutzutage zu oft durch unsere Umstände einschränken lassen. Wenn die Pioniere das gleiche Zögern wie wir an den Tag gelegt hätten, frage ich mich, ob die Arbeit überhaupt jemals in Gang gekommen wäre. Gott sucht auch heute noch Menschen, die sich im Glauben auf den Weg machen und dem Rat folgen, den er gegeben hat, und die versuchen, in den Zeiten, in denen wir leben, große Dinge zu erreichen.